Hallo Freunde, heute möchte ich euch ein Geschichtsvideo vorstellen. Ich hoffe, solche Videos interessieren euch. Heute erzähle ich euch, wie die Türken Eurasien erobert haben. Die Türken gehören zu einer großen Familie turksprachiger Völker, zu denen auch Aserbaidschaner, Usbeken, Kasachen, Kirgisen sowie einige Gruppen in Russland und China gehören. Trotz Unterschiede im Aussehen und in der Religion verbindet sie vor allem die Sprache. Alle Turksprachen teilen bestimmte grundlegende Eigenschaften: Vokalharmonie, agglutinierende Suffixe, Subjekt, Objekt, Verb, Satzstellung und so weiter, wodurch sich über Eurasien hinweg eine sprachliche Kontinuität gebildet hat. Die Ursprünge der Turkvölker werden meist in der Region des Altaigebirges und des mongolischen Plateaus verortet. Zwischen dem 4. und 11. Jahrhundert nach Christus breiteten sich diese frühen Turksprachen langsam über den eurasischen Kontinent aus und bildeten schließlich 4 regionale Gruppen: Sibirisch Nordosten, Kiptschak Nordwesten, Karluk Südosten und Oghusisch Südwesten. Für diese Geschichte konzentrieren wir uns auf die Oghusen, die durch ihre Wanderungen nach Westen Anatolien zum Zentrum der türkischen Welt machten. Um die Türken zu verstehen, muss man meiner Meinung nach zuerst ihre Heimat verstehen, die Eurasische Steppe. Mit über 8000 Kilometer Länge ist sie das größte zusammenhängende Grasland der Erde. Hier bestimmte die Geographie alles: lange, eisige Winter, kurze, trockene Sommer und unfruchtbare Böden machten großflächige Landwirtschaft schwierig. Nomadische Viehzucht, das Hüten von Herden über weite Strecken, war oft die einzige Überlebensstrategie. Besitz wurde nicht in Land, sondern in Vieh gemessen. Familien zogen mit ihren Rinder- und Pferdeherden je nach Jahreszeit auf der Suche nach Weideflächen und Wasser umher. Diese ständige Mobilität führte zu einer Gesellschaft, in der politische Macht sehr flexibel war. Anfangs bildeten Clans lockere Bündnisse unter Anführern, die Migrationen, Raubzüge oder Handel koordinieren konnten. Starb ein Anführer, wurden diese Bündnisse oft neu geordnet. Deshalb entstanden in der Steppe keine Staaten wie in China, Ägypten oder Mesopotamien, die auf Bewässerung und landwirtschaftlichen Überschüssen basierten. Ohne landwirtschaftliche Überschüsse brauchte man keine Speicher, Städte oder Bürokratien. Stattdessen lebten die Steppengesellschaften vom Austausch. Sie tauschten Tiere, Felle und Pferde gegen Getreide, Seide und Metalle ihrer sesshaften Nachbarn. Diese Mobilität schuf einen grundlegenden Widerspruch. Während Nomaden ihren Reichtum durch Bewegung erzeugten, lag der größte materielle Reichtum, Seide, Getreide und Luxusgüter, bei den sesshaften Reichen an ihren Grenzen. Das prägte die folgenden Jahrhunderte. Die politische Macht der Steppe war untrennbar mit der Interaktion mit Agrargesellschaften verbunden, ein ständiger Kreislauf aus Eroberung, Tribut und Integration. Frühe turksprachige Gesellschaften entwickelten sich in genau diesem Kontext und übernahmen sowohl die wirtschaftlichen Strukturen als auch die Kommunikationsnetzwerke der Steppe. Ihre spätere Geschichte lässt sich ohne dieses Umfeld kaum verstehen. Doch wer waren eigentlich die Proto-Türken? Das ist schwer zu definieren. In der Steppe zählten nicht ethnische Herkunft, sondern Überleben, Bündnisse und Mobilität. Wie wissen wir überhaupt etwas über sie? Die Proto-Türken hinterließen keine schriftlichen Quellen. Deshalb sind wir auf ihre Nachbarn angewiesen, vor allem auf die Chinesen. Aus diesem Grund klingen viele der überlieferten Namen dieser frühen Völker nicht besonders türkisch. Im 7. Jahrhundert vor Christus erwähnen chinesische Quellen eine mächtige nomadische Konföderation namens Donghu, östliche Barbaren. Sie lebten im Nordosten Chinas, in den Wäldern und Steppen der Mandschurei und Mongolei. Wichtig sind sie, weil sie die erste große Steppenkoalition bildeten, die Raubzüge, Diplomatie und Handel koordinieren konnte. Waren die Donghu Türken? Wahrscheinlich nicht. Vermutlich waren sie multiethnisch, eine Mischung aus frühen mongolischen und türkischen Elementen. Was die Türken jedoch von ihnen übernahmen, war die politische Struktur, die Kunst, Clans durch Führung,
militärische Stärke und Kontrolle von Handel und Tribut zu vereinen. Ihre Macht beruhte, wie bei späteren Steppenreichen, auf dem Pferdesystem, Technologien wie Eisengebisse, Kompositbögen. Während sie im Osten an Stärke gewannen, entstand im Westen eine neue Macht, die Xiongnu. Im 3. Jahrhundert vor Christus besiegten die Xiongnu unter ihrem Anführer Modu Chanyu die Donghu, übernahmen ihr Land und ihre Herden. Die Donghu zerfielen. Wie ihre Vorgänger waren auch die Xiongnu multiethnisch, gingen aber einen Schritt weiter. Sie schufen eine zentralisierte Hierarchie unter einem erblichen militärischen Herrscher. Diese neue Ordnung wurde durch den Glauben an den Tengri legitimiert, den ewigen blauen Himmel, eine gemeinsame spirituelle Grundlage der Steppenvölker. Der Herrscher galt als vom Himmel auserwählt und von seinen Ahnen geführt. Seine Aufgabe war es, kosmische Ordnung zwischen den Clans aufrechtzuerhalten. Zur gleichen Zeit entstanden die ersten Netzwerke der Seidenstraße. Für Konföderationen wie die Xiongnu war sie eine wichtige Einnahmequelle, sei es durch Raub oder durch Tributforderungen an sesshafte Reiche wie China. Die Xiongnu dominierten die Steppe über 2 Jahrhunderte, doch ihre Macht hing stark von stabiler Führung und chinesischen Tributen ab. Als interne Konflikte ausbrachen, nutzte die Han-Dynastie diese Schwächen aus und zerschlug die Konföderation nach und nach. Aus ihrem Zerfall gingen neue Gruppen hervor, darunter die Tile im Altaigebirge, möglicherweise frühe Türken. Hier taucht erstmals der Name Türk in den Quellen auf. Und von da an verschwanden sie nicht mehr. Einige Xiongnu-Gruppen wanderten nach Westen und wurden zu Vorläufern der Hunnen. Andere blieben in der Steppe und organisierten sich neu. Im späten 4. und frühen 5. Jahrhundert entstand eine neue Macht, das Rouran-Khaganat. Auch sie waren eine multiethnische Konföderation. Unter ihren Vasallen befanden sich turksprachige Stämme im Altai, darunter der Ashina-Clan, der später die Göktürken hervorbrachte. Die Ashina kontrollierten die Eisenproduktion und gewannen dadurch Macht und Unabhängigkeit. Um 552 rebellierten sie, besiegten die Rouran und gründeten das Göktürk-Khaganat. Dass sie Türken waren, wissen wir aus chinesischen Quellen, die ihre Namen in klarturkischer Form überliefern. Der Begriff Göktürken ist übrigens modern. Sie selbst nannten sich Türk. Nach ihrem Sieg expandierten die Göktürken schnell und versuchten vor allem die Seidenstraße zu kontrollieren. Ihr erster großer Gegner im Westen waren die Heptaliten, weiße Hunnen. Gemeinsam mit den Sassaniden besiegten sie diese und kamen so mit den Sogdern in Kontakt, wichtigen Händlern Zentralasiens. Die Göktürken integrierten die Sogder geschickt in ihr System und erhielten so Zugang zu Verwaltung, Handel und den Netzwerken der Seidenstraße. Nach dem Sieg kontrollierten sie den östlichen Teil der Seidenstraße, während der Westen bei Persien blieb. Bald entstand Konkurrenz, vor allem wegen der Seide. Mit Hilfe sogdischer Berater entwickelten die Göktürken einen Plan, den direkten Handel mit Byzanz und damit die Umgehung Persiens. In dieser Zeit arbeiteten die Göktürken und Byzanz zeitweise gemeinsam gegen die Perser, besonders während des letzten byzantinisch-sassanidischen Krieges in den 620er Jahren. Trotz ihrer diplomatischen Erfolge schwächten innere Spannungen das Khaganat. Die Ashina-Dynastie hatte zwar eine weitreichende imperiale Identität geschaffen, doch die Autorität außerhalb des Zentrums war stark zersplittert. Die Stammesführer kontrollierten ihre eigenen Weidegebiete, ihre Reiterei und ihre lokalen Bündnisse und handelten eher aus Eigeninteresse und zum Schutz als aus zentraler Loyalität. In den späten 580er Jahren führten Nachfolgekonflikte zu einem großen Bürgerkrieg, der das Reich in einen östlichen und einen westlichen Teil spaltete. Schließlich kam es zwischen 627 und 629 zu einem neuen Konflikt mit den Persern. Die Göktürken griffen in loser Koordination mit dem Feldzug des byzantinischen Kaisers Herakleios die nördliche Grenze des Sassanidenreiches an. Ironischerweise destabilisierten diese Kriege trotz kurzfristiger Erfolge
beide Mächte. Für die Perser bedeutete der Krieg eine erschöpfte Staatskasse, eine zerstörte Armee und einen verheerenden Bürgerkrieg. Dieses Chaos machte das Reich anfällig für die darauffolgenden islamischen Eroberungen. Für die Türken hingegen leitete der Tod des mächtigen Herrschers Tongyabu einen inneren Zerfall ein. Rivalisierende Anwärter und Stammesfraktionen kämpften um die Vorherrschaft, wodurch das westliche Göktürk-Khaganat geschwächt wurde. Die Tang-Dynastie nutzte diese Spaltungen konsequent aus. Das östliche Khaganat fiel 630 unter Tang-Kontrolle und bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts wurde auch der westliche Teil unterworfen. Im Osten wurden die Göktürk-Eliten in das militärische und administrative System der Tang integriert und stellten Pferde und Soldaten. Im Westen zerfiel die frühere Konföderation in rivalisierende Gruppen. Bedeutete diese Zersplitterung das Ende der türkischen Macht? Nein, aber sie führte die Türken auf sehr unterschiedliche Wege. Das östliche Göktürk-Khaganat wurde 682 durch einen Aufstand der Aschina-Dynastie gegen die Tang wiederhergestellt. Doch dieser Erfolg war nur von kurzer Dauer. Die Macht auf dem mongolischen Plateau ging bald an eine andere türkische Konföderation über, die Uiguren. Natürlich kann dieses Video nicht die Geschichte aller türkischen Konföderationen erzählen. Obwohl unser Hauptziel darin besteht, die westliche Expansion der Türken in Richtung Anatolien nachzuzeichnen, ist es dennoch wichtig zu erwähnen, dass wir durch die Aschina-Dynastie und das zweite Khaganat die ältesten schriftlichen Zeugnisse besitzen, die Orchon-Inschriften aus dem 8. Jahrhundert. Diese geben uns direkte Einblicke in Sprache, Grammatik und Wortschatz der frühen Türken, zeigen aber auch ihr Verständnis von Macht und Staat. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr diese Texte auch selbst lesen. Das östliche Khaganat wurde also vorübergehend wiederhergestellt. Doch erlebte das westliche Khaganat ein ähnliches Schicksal? Nicht wirklich. Nach seinem Zusammenbruch errichtete die Tang-Dynastie das Protektorat zur Befriedung des Westens, Angstduhufu, um die Seidenstraße zu kontrollieren. Auf dem Papier reichte die chinesische Herrschaft tief nach Zentralasien hinein, doch in der Praxis beschränkte sich die Tang-Kontrolle auf die Oasenstädte des Tarim-Beckens wie Kucha, Kashgar, Hotan und Turfan. Die offene Steppe blieb jedoch unkontrollierbar und unter der Herrschaft verschiedener türkischer Stämme wie der Türgesch und Karluken, die einst Teil des westlichen Khaganats gewesen waren. Dadurch konnten sie weiterhin Handelsrouten angreifen. Die Strategie der Tang war jedoch fragil. Garnisonen waren über Wüsten und Gebirge verstreut und abhängig von lokalen Herrschern sowie sogdischen Händlern. Das Zentrum des Reiches lag tausende Kilometer entfernt, was die Versorgung dieser Außenposten teuer machte. Zusätzlich schwächten Kriege in Korea und der Druck des tibetischen Reiches im Süden die Tang-Herrschaft im Westen. Und als wäre das nicht genug, öffnete sich im Westen eine neue Front, die muslimische Expansion. Nach der Eroberung des Sassanidenreiches erreichten arabische Armeen im 7. Jahrhundert den Amu-Darja, Oxus, und machten ihn zur Grenze zwischen der islamischen und der türkischen Welt. Ab etwa 705 begannen arabische Generäle wie Qutayba ibn Muslim eine systematische Eroberung Transoxaniens und nahmen wichtige sogdische Städte ein. Doch ihr Vormarsch wurde bald von der aufstrebenden Türgesch-Konföderation gestoppt, die zur wichtigsten Verteidigungskraft der Region wurde. Ihr Sieg am Tag des Durstes im Jahr 724 versetzte der Umayyadenherrschaft einen schweren Schlag und zeigte, dass die türkische Reiterei weiterhin die entscheidende militärische Kraft der Steppe war. Doch auch die Türgesch stießen an die Grenzen der nomadischen Wirtschaft. Ständige Kriege erschöpften ihre Ressourcen und interne Konflikte führten, wie so oft, zur Zersplitterung ihrer Konföderation. Als die Türgesch schwächer wurden, nutzten ihre direkten Rivalen, die Karluken, die Gelegenheit. Diese türkische Konföderation hatte oft mit den Tang kooperiert, ohne ihnen vollständig untergeordnet zu sein.
Als sie erkannten, dass die Tang-Herrschaft in Zentralasien schwächer wurde und die neuen muslimischen Mächte vorteilhafter sein könnten, begannen sie ihre Position zu ändern. Der Wendepunkt kam 751 in der berühmten Schlacht von Talas. Als die Karluken mitten in der Schlacht die Seiten wechselten, brach das Tang-Heer zusammen. Diese Niederlage, kombiniert mit Druck aus Tibet und internen Aufständen, zwang die Tang schließlich, ihre Garnisonen in Zentralasien vollständig aufzugeben. Die Karluken nutzten das Machtvakuum schnell und gründeten 766 ihr eigenes Khanat, nachdem sie die Türgesch verdrängt hatten. Damit verschob sich das politische Gleichgewicht. Zentralasien geriet zunehmend in den Einflussbereich der islamischen Welt. Wie andere frühe türkische Gruppen entstanden die Oghusen vermutlich ebenfalls im Raum des mongolischen Plateaus. Ihre Wanderung nach Westen begann wahrscheinlich im 8. Jahrhundert mit dem Aufstieg des uigurischen Khaganats. Schließlich ließen sie sich im Gebiet des Syrdarja und am Aralsee nieder, eingeklemmt zwischen dem Dschasarenreich im Westen und den Karluken im Osten. Im 10. Jahrhundert organisierten sie sich als lockere Stammeskonföderation, bekannt als der Oghuz-Yabgu-Staat. Nun stellt sich die Frage, wie wurde aus einer tengristischen Nomadenkonföderation ein türkisches Reich, das zu einer tragenden Säule des sunnitischen Islams wurde? Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, warum die islamische Welt für die Türken so anfällig war. Zwar hatte das Kalifat große Erfolge in Zentralasien erzielt, doch seine Kontrolle war oft nur formell. Nach dem Sieg der Abbasiden über die Umayyaden erbten sie ein riesiges Agrarreich, das auf der Besteuerung der Bevölkerung in Irak, Syrien, Iran und Ägypten beruhte. Doch ihre militärische Stärke stützte sich auf mobile Grenztruppen, oft nicht arabischer Herkunft, die wenig Verbindung zu dieser wirtschaftlichen Basis hatten. Im Laufe der Zeit entstand so eine strukturelle Kluft im Reich. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts schwächten wichtige Entwicklungen die Autorität des Kalifen. Provinzielle Autonomie, persische Verwaltungsbeamte, Kutab, belebten die sassanidischen Finanzsysteme neu und regierten Provinzen oft im Namen des Kalifen, aber unabhängig von ihm. Dadurch entstanden halbunabhängige Dynastien wie die Tahiriden, Samaniden und Safariden. Verschiebung des wirtschaftlichen Zentrums. Mit der Eroberung Zentralasiens verlagerte sich das wirtschaftliche Zentrum nach Osten, nach Khorasan und Transoxanien. Dies stärkte lokale persische und türkische Eliten, die vom Handel lebten. Das Ergebnis war ein Reich aus autonomen Regionen. In dieser fragmentierten Welt fanden türkische Reiter eine dauerhafte Rolle. Die Abbasiden und ihre Nachfolger benötigten professionelle Soldaten und griffen daher auf türkische Krieger zurück, die als Ghilman dienten, formal Sklaven. In Wirklichkeit aber eine neue militärische Elite. Diese Soldaten wurden ausgebildet, bezahlt und oft mit Land belohnt. Ikta-System. Mit der Zeit gewannen sie Macht und Unabhängigkeit und bildeten eine eigene militärische Aristokratie. Aus diesem Umfeld entstanden Dynastien wie die Ghaznawiden, die sich schließlich selbstständig machten. Auch die Oghúsen waren wahrscheinlich Teil dieses Systems. Anfangs unabhängige Nomaden wurden viele durch Umweltfaktoren wie Dürre in Raubzüge und Söldnerdienste gedrängt. Viele junge Oghúsen wurden als Sklavensoldaten ausgebildet, die später sogenannten Mamluken. Ihre Konversion zum Islam begann in diesem militärischen Umfeld und verlief schrittweise. Für viele war sie vor allem pragmatisch: Zugang zu Märkten, Bündnissen und Aufstiegschancen. Die islamische Welt bot zu dieser Zeit ein riesiges Netzwerk von Handel, Recht und Kultur, von Atlantik bis zum Indus. Die Türken nutzten dieses System voll aus. Durch den Einfluss persischer Kultur und sufischer Missionare wurde der Islam nach und nach zum verbindenden Element der Oghúsen. In dieser Zeit taucht auch häufiger der Begriff Türkmenen auf, wahrscheinlich für islamisierte Oghúsen. Weiter östlich gingen die Karluken noch einen Schritt weiter. Sie gründeten das Karachaniden-Khanat und machten den Islam zur Staatsreligion.
Damit wurden sie zum ersten vollständig islamisierten Turk. Im 10. Jahrhundert bestand die islamische Welt aus einem Mosaik regionaler Dynastien: Tahiriden, Safariden, Samaniden, Buyiden, Ghaznawiden und Karaschaniden, die alle auf türkische Soldaten angewiesen waren und gleichzeitig die formale Autorität der Abbasiden anerkannten. In dieser fragmentierten Landschaft trat ein Türke namens Seldschuq als Anführer des Kinuk-Stammes der Oghusen hervor. Anfangs war er ein Kommandeur innerhalb der Oghusischen Konföderation, doch vermutlich trennte er sich aufgrund von Streitigkeiten über Weideflächen oder Tributzahlungen von seinem Yabgu. Mit einer loyalen Gruppe von Kriegern zog er nach Yant, einer Grenzstadt zwischen der nomadischen Steppe und der muslimischen Welt, im unteren Gebiet des Syrdarja an der samanidischen Grenze. Genau hier traten die Seldschuken erstmals in den Einflussbereich der islamischen Dynastien Zentralasiens ein. Sie waren keine bezahlten Soldaten. Vielmehr boten sie ihre Reiterfähigkeiten lokalen Herrschern zu ihren eigenen Bedingungen an. Persische Herrscher bezahlten sie oft, gewährten ihnen Weideflächen oder wiesen ihnen Grenzgebiete zu, nicht um sie dauerhaft zu beschäftigen, sondern um ihre Zusammenarbeit zu sichern oder ihre Raubzüge zu verhindern. Daraus lässt sich schließen, dass die Seldschuken weniger als Söldner, sondern vielmehr als eine autonome Stammesmacht agierten, die aus einer Position der Mobilität und Stärke heraus verhandelte. Mit der Zeit nahmen Seldschuks Anhänger schrittweise den Islam an und gewannen dadurch politische Legitimität sowie Zugang zu Handelsnetzwerken mit muslimischen Kaufleuten. Für die neu konvertierten Turkmenen wurde das Konzept der Gaza, Heiliger Krieg, zu einem entscheidenden ideologischen Werkzeug. Es legitimierte territoriale Expansion und verwandelte gleichzeitig die traditionelle nomadische Beuteökonomie in eine religiös sanktionierte Mission, nicht nur gegen Nichtmuslime, sondern auch gegen heterodoxe Muslime. Als Seldschuq zu Beginn des 11. Jahrhunderts starb, hatte er aus einer mobilen Stammesgruppe eine disziplinierte, islamisierte Gemeinschaft geformt und sie fest in der islamischen Grenzwelt verankert. Mit der Zeit gewann die Gruppe an Ansehen und zog immer mehr Krieger an. Doch das Wachstum brachte auch neue Probleme mit sich. Mehr Menschen und mehr Vieh bedeuteten einen ständigen Bedarf an neuen Weideflächen. Unter Seldschuks Nachkommen Tuğrul und Zarebek drang die Gruppe tiefer nach Khorasan vor. Zu dieser Zeit hatten die Ghaznawiden die Samaniden als dominierende Macht in der Region abgelöst. Die persisch geprägten Türken der Ghaznawiden betrachteten die Seldschuken sowohl als Bedrohung als auch als Chance. Sie versuchten, sie in Grenzgebieten anzusiedeln und als Hilfstruppen einzusetzen. Doch die Seldschuken waren niemals loyale Truppen der Ghaznawiden. Sie handelten unabhängig, festigten ihre eigene Autorität und zogen immer mehr turkmenische Gruppen unter ihr Banner. Als die Ghaznawiden in den 1030er Jahren durch Überdehnung und interne Konflikte geschwächt wurden, verschob sich das Machtgleichgewicht deutlich. Der Wendepunkt kam 1040 in der Schlacht von Dandanakan, in der die Seldschuken die Ghaznawiden entscheidend besiegten. Damit war der Weg für den Aufstieg des Seldschukenreiches frei. Und sind die Seldschuken dann einfach sesshaft geworden und haben sich sofort in Palastherrscher verwandelt? Natürlich nicht. Moment mal, habe ich wirklich extra für euch einen Türken beim Baden animiert? Wenn das kein Like verdient, dann weiß ich auch nicht. Die Macht der Seldschuken beruhte auf unabhängigen turkmenischen Nomaden, deren Lebensweise, geprägt von Weidewirtschaft und Raubzügen, ständig mit den sesshaften, steuerproduzierenden Gebieten kollidierte, die sie erobert hatten. Um diese Spannung zu bewältigen, verfolgten die Seldschuken zwei Strategien. Sie arbeiteten mit persischen Verwaltungsbeamten zusammen, um eine stabile Herrschaft aufzubauen, Steuern zu erheben und Recht durchzusetzen. Sie lenkten die turkmenischen Nomaden nach Westen, schützten so das persische Kernland und dessen Steuereinnahmen und kanalisierten die nomadische Energie in Grenzfeldzüge. Der Anführer Tuğrul Bey und seine Nachfolger nutzten diese Gelegenheit, um ihre Macht über Iran und Irak zu festigen.
Sie eroberten wichtige Städte und zogen 1055 in Bagdad ein. Zu dieser Zeit stand die Stadt unter der Kontrolle der Buiden, einer schiitischen persischen Dynastie, die von der überwiegend sunnitischen Bevölkerung offenbar nicht besonders geschätzt wurde. Als die Seldschuken eintrafen, wurden sie daher eher als Befreier empfangen. Sie beendeten effektiv die schiitische Herrschaft der Buiden, stellten den sunnitischen abbasidischen Kalifen als geistliches Oberhaupt wieder her und Tuğrul Bek wurde vom Kalifen als Sultan anerkannt, womit er sowohl politische Macht als auch religiöse Legitimität erhielt. Nach Tuğruls Tod folgte ihm Alp Arslan. Mit der Unterstützung seines persischen Wesirs Nizam al-Mulk entwickelte er den seldschukischen Staat weiter und lenkte die turkmenischen Raubzüge verstärkt in Richtung Nordwestiran und das armenische Hochland. Diese Kombination aus nomadischer Militärtradition und persischer Verwaltung ermöglichte den Seldschuken einen schnellen Wandel von Randnomaden hin zur zentralen militärischen Macht der islamischen Welt. Natürlich war diese Transformation nicht nur politisch, sondern auch kulturell. Der Islam wurde zum verbindenden Element zwischen Nomaden, Händlern und Gelehrten. Persisch blieb die Sprache der Verwaltung und Kultur, Arabisch die Sprache von Religion und Wissenschaft und Türkisch die Sprache des Militärs. Gemeinsam bildeten sie eine turko-islamische Synthese, ein Gleichgewicht zwischen nomadischer Macht, städtischer Bürokratie und religiöser Legitimität. Doch wie wir wissen, stoppten die Türken nicht im Irak. In den 1060er Jahren standen die Seldschuken bereits vor den Toren Anatoliens und es dauerte nicht lange, bis sie sich dort dauerhaft niederließen. Aber ich möchte dieses Video nicht noch länger machen. Wenn ihr wollt, dass die Fortsetzung kommt, vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und es in den Kommentaren zu schreiben.